gib uns jetzt ein gutes Studium, dass wir alles verstehen. Please grant us good study and that we can understand all. Bitte mach auch, dass der Livestream gut funktioniert. And please help that the live stream works well. Und bitte gib uns dann noch einen guten Tag. And please also grant us a good day. Wir loben, preisen diesen Namen. I want to praise you and thank you in Jesus' name. Amen. Okay, so it's been an interesting evening, right? War ein interessanter Abend. But you know, faith is not about what you see before your eyes. Faith is about what God's word said, right? Und Glauben ist nicht das, was du vor deinen Augen siehst, sondern das, was Gottes Wort sagt. So we have to believe what God's word says, and then we don't have to worry about what's taking place before our eyes, because that's where our faith is anchored on. Wir müssen ja glauben, was Gottes Wort sagt und nicht das, was vor unseren Augen passiert, denn darauf sollte unser Glauben basieren, Okay. auf Gottes Wort. So today I want to go back to Daniel 7. There's many things that we have to look at in here. Und heute möchte ich zu Daniel 7 zurückgehen, denn da gibt es viele Dinge, die ich noch betrachten möchte. The first point I want to put in place just before we go into Daniel 7, just go to Daniel 2 verse 39. Aber bevor wir zu Daniel 7 kommen, noch zu Daniel 2, Vers 39. Daniel 2, 39. So Daniel 2 is this big fractal at the top here, takes you all the way until Christ comes, right? Und Daniel 2 ist dieses große Fraktal hier, beginnt vom Sonntagsgesetz bis hin zur buchstäblichen Wiederkunft Christi. Okay. So in verse 39 it says, Vers 39 sagt es. After thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth. Right? So every word has its bearing, right? Und jedes Wort hat seine passende Bedeutung, richtig? So here you have this head of gold, which is ruling for this Sunday law time period. Hier haben wir diesen Kopf aus Gold, der für diese Sonntagsgesetzkrise hier regiert. Okay, and we were showing how Sister White is taking Daniel 2 and paralleling it with Daniel 4, showing the correlation between the statue and the tree. Wir haben gesehen, wie Ellen White Daniel 2 und Daniel 4 parallel setzt und die Statue dann mit diesem großen Baum vergleicht. Okay, so the head of gold getting brought down was a parallel to the tree getting brought down. Right? Der Kopf aus Gold niedergebracht wird, ist eine Parallele zu dem Baum, der niedergebracht wird. So we saw here that the tree gets basically cut down and 7 times passes over him. Wir sehen also, wie dieser Baum niedergebracht wird hier und 7 Zeiten gehen dann über ihn hinweg. Okay, so it says, after thee shall arise another kingdom that's inferior to thee. Es sagt ja, nach dir wird ein weiteres Königreich aufkommen, was geringer ist als du. Okay, so this kingdom here, the silver, is Medo-Persia, which is a two-horned power, right? Also dieses Königreich hier in Medo-Persien ist die zweihörnige Macht. So when you get to the end of the 1260, what takes place? Und wenn du ans Ende der 1260 kommst, was findet dort statt? There's a deadly wound, right? Da gibt es eine Todeswunde. And there's another kingdom arises out of the earth, Da right? kommt ein weiteres Königreich auf aus der Erde. Just keep your place there, go to Revelation 13. Also mit dem Finger hier gehen wir zu Offenbarung 13. Verse 11. Offenbarung 13, Vers 11. So, in fact, let's begin in verse 10. Lass uns in Offenbarung 13, Vers 10 schon anfangen. He that leadeth into captivity
shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patient of the faith of the saints. So this is the papacy here getting its deadly wound, right? Das ist jetzt hier das Papsttum, was die Todeswunde bekommt. And he led God's people into captivity for 1260, right? Und das Papsttum hat ja Gottes Volk für 1260 in die Gefangenschaft geführt. Which was also 70 years. Was ja auch eine Parallele zu den 70 Jahren in Babylon war. So he that goes into captivity must, what does it say? Also derjenige, der in Gefangenschaft geführt hat, muss was tun, Go into captivity. muss in Gefangenschaft gehen. So what does Isaiah 23 say? Also was sagt Jesaja 23? Right, so the papacy or the Tyre shall be forgotten for the days of one king, for 70 years, right? Sagt es ja, Tyrus wird vergessen für die Tage eines Königs, und zwar für 70 Jahre. Right? And this one king is a two-horned power, right? Und dieses eine Königreich ist ja eine zweihörnige Macht. So when you go to Revelation 13 verse 11, Wenn wir zu Offenbarung 13, Vers 11 kommen, it says, I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, right? das ist, in Vers 11 haben wir gelesen. Da kommt dieses lammähnliche Okay, Tier auf. so you got two-horned power here is inferior to this kingdom, right? Irgendwie eine zweihörnige Macht, die aber geringer ist als dieses Königreich. And he's now rising out of the earth, but right here he's going to speak. Kommt aus der Erde auf, aber hier wird es sprechen. Und zwar wie ein Drache. A dragon, right? Okay, so we see the change of this beast from the time it arises to the time it speaks like a dragon. When it speaks like a dragon, the deadly wound is healed. Also sehen wir jetzt hier dieser Wechsel von dem Zeitpunkt, wo es aufkommt, wie ein Lamm noch, und dann wie ein Drache spricht, dann wird die Todeswunde wieder geheilt werden. So when the deadly wound is healed, how does this kingdom look like now? Also wenn die Todeswunde geheilt wird, wie sieht das Königreich dann jetzt aus? Think about how it looked before. How was it looking there? How was it not looking here? How is it looking again here? Also wie sah es hier vom was aus? Wie sieht es dann hier nicht mehr aus? Und wie sieht es dann hier wieder aus? Well, we went through this yesterday. I was specifically laying out the 10 Kings. there's 10 kings, right? Also, das haben wir uns ja gestern angeschaut. Wir haben gesehen, diese 10 Könige, auf denen die Frau sitzt. John is looking into the wilderness. What did he see? He saw a woman sitting upon a dragon with 7 heads and 10 horns. Johannes schaut ja rückwärts in die Wüste und er sieht diese Frau, die auf diesem Tier sitzt mit den 7 Köpfen und 10 Hörnern. Do we need to go back to yesterday? Yes. Okay. So the woman sitting on the kingdoms is a parallel to the woman sitting on the 10 horns, right? Die Frau, die auf den Königreichen sitzt, ist eine Parallele zu der Frau, die auf diesen 10 Hörnern sitzt. And both those illustrations is really pointing to the Sunday law at the end of the world, right? Und beide dieser Darstellung ist letztendlich eine Darstellung für das Sonntagsgesetz hier am Ende der Welt. So when the deadly wound's healed, you see these 10 kings, right? Die And the woman sitting on it, right? Todeswunde geheilt wird, dann sehen wir diese 10 Könige hier und die Frau, wie sie drauf sitzt. Now, that's important. I'm just putting these points in place, and you'll see why in a moment. Das ist wichtig. Ich setze diese Punkte an den Platz und ihr werdet gleich sehen, warum. So now go back to Daniel 2 and verse 39. Gehen wir zurück zu Daniel 2, Vers 39. It says, And after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth. What's it going to do? Was wird das dritte Reich machen? Right, so the whole earth, what's a symbol for the whole earth? Wird über die ganze Erde herrschen. Und was ist die gesamte Erde? Wie wird das symbolisch dargestellt? The 10 kings, right? Die 10 Könige. So when you've got the 10 kings here, they've given their kingdom to the beast for 1 hour. Also This kingdom is ruling over the whole earth, right? die 10 Könige jetzt hier haben, das ist jetzt das Königreich, oder sie sind diejenigen, die ihre Macht dem Tier geben für 1 Stunde, und das ist jetzt das Königreich, was über die gesamte Erde herrschen wird. Right? Richtig? What did Daniel say about this kingdom? Was hat Daniel über dieses Königreich gesagt?
He's a king of kings, dass er right? ein König der Könige ist. So he was the emperor of the whole kingdom, right? Er war der Kaiser des ganzen Kaiserreiches. So this kingdom rules over the whole earth, right? Dieses Königreich herrscht also über die gesamte Erde. She's forgotten here, right? And there's like this. Und die Frau ist dann hier vergessen in der Mhm. Zeit. This is where the league gets set up. Das ist, wo dieses Bündnis aufgerichtet wird. Okay, but it's like when the league's in place, it's somehow like a lamb, right? But right here, it's going to speak as a dragon, and it's going to rule over the whole earth again, Und right? wenn das Bündnis hier in den Platz gesetzt wird, dann ist es wieder Lamm ähnlich, aber hier wird es wieder wie ein Drache sprechen. Everybody get that point, right? Kann jeder den Punkt nachvollziehen. So Greece goes to the end, right? And then who comes after Greece? Griechenland geht hier bis zum Ende und wer kommt nach Griechenland? Pagan Rome. Das heidnische Rom. How does pagan Rome arise? Und wie kommt das heidnische Rom auf? Peacefully, right? So we know that this iron and the clay is this fourth kingdom, right? But it's two kingdoms in one, right? Und wir wissen, dass Eisen und Ton ist das vierte Reich, aber es sind auch zwei Königreiche in einem, zwei Phasen. So the first one arises in this, we say a little time of peace, but it's a seeming time of peace, right? Das erste kommt auf in dieser kleinen Zeit des Friedens, was aber an sich nur eine scheinbare Zeit des Friedens ist. Okay, but what we mean is that, for instance, when you get to this point, the 7 last plagues begin to pour out, right? Was wir damit meinen, ist ja, hier, wenn du zur finalen Untersuchung kommst, fangen ja die 7 letzten Plagen an zu fallen. But there's a little time of peace in the sense God's people have this time to flee, right? Aber da gibt es ja am Anfang eine kleine Zeit des Friedens, nämlich in dem Sinne, dass Gottes Volk jetzt eine Zeit hat zu flüchten. That's what here. When Cestes flees away, what are you to do? Ist auch hier, wenn Cestius wegflieht, was musst du tun? Well, it would be down on this level, but it's the same principle. Hier dann an sich eher auf diesem Fraktal, aber es ist dasselbe Prinzip. You have to flee, right? Ja, wenn Cestius flieht, sollst du auch aus Jerusalem fliehen. Okay, so they're fleeing until they make a death decree, right? Also sie fliehen dann hier in den 7 letzten Plagen zu den Bergen, bis dann letztendlich das Todesdekret kommt. So always at the end of the time of peace, there's a death decree. Death decree. Death decree. Es Right? ist immer dasselbe Muster, immer am Ende jeder kleinen Zeit des Friedens gibt es immer ein Todesdekret. Richtig? Right. So it's just showing you this same pattern because Das zeigt dir immer wieder dasselbe Muster. okay, so because the papacy, the 10 kings eat our flesh and burn them with fire here, but somehow after this little time here, they come back together and they make this last death decree. Also hier das Papsttum, hier wird zwar ihr Fleisch gegessen und verbrannt mit Feuer, aber trotzdem irgendwie kommt das Papsttum und die Könige hier wieder zusammen und sie machen ein Todesdekret. And we'll see this point in a minute. Und das werden wir gleich sehen. So then this time period from the close of probation to the death decree is actually rather iron than iron and clay, right? Also die Yes. Zeit hier in der, And then von der Ende der Gnadenzeit bis zum Todesdekret ist eher das Eisen selbst und danach kommt Eisen und Ton. Yes, but you'll see this point in a Ja. moment. Right? Das ist nicht schnell Go to falsch, Daniel aber ich 7. werde das gleich noch genauer darlegen. Gehen wir zu Daniel 7. Okay, so now we want to look at these 4 kingdoms, Jetzt wollen wir uns diese or 4 these Königreiche four beasts. anschauen, diese 4 Tiere. Daniel 7. In verse 3. Daniel 7, Vers 3. So we're just taking the Sunday law here, right? One of these Sunday laws, and we're just spreading it out to see how this pattern above correlates to the one below, right? Also wir nehmen jetzt hier das Sonntagsgesetz und strecken das hier aus und wollen jetzt einfach sehen, wie das hier oben parallel ist wie mit der Darstellung hier unten. Right. Okay. So verse 3. Daniel 7, Vers 3. And 4 great beasts came up from the sea, diverse from one another.
The first was like a lion and had eagle's wings, and I beheld till the wings were plucked, and it was lifted up from the earth and made to stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. Right? So this is marking this point right here, right? So bis Vers 4 haben wir gelesen. Das markiert jetzt hier diesen Punkt, wo das And- Sonntagsvers aufkommt. When the wings are taken from it, how do we understand that? Und wenn die Flügel jetzt hier weggenommen werden, wie verstehen wir das? What do these wings represent? Was stellen diese Flügel dar? Yeah, it's the Lord's protection. How do we show that? Also das ist der Schutz des Herrn, aber wie können wir das zeigen? The angels wafting the room. Yes, he says, I bear you on eagle's wings. Also der Herr hat zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten gesagt, ich habe euch auf Adlersflügeln getragen. I'm Taken from the darkness. No, I'm interested, Maris. Why are wafting wings got a section, an illustration of protection? Also, Because you are going to the darkness. Because of the shaking vision. er bezieht sich auf die Sichtungsvision, wo die Engel I'm ihre not, Flügel schlagen und dann Okay. letztendlich die Finsternis vertreiben. okay, maybe, but I'm not sure. But anyway, the Also one that I Darstellung would take is für Schutz vor dem bösen Engel. when Christ is in Jerusalem, he says, "O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, how I would, as a mother hen gathereth chicks, how I would have gathered you under my wings." Right? Ich würde eher auf die Darstellung noch verweisen, wo Jesus für Jerusalem ist und dann weint über Jerusalem und sagt, wie oft habe ich euch versucht, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel zu nehmen. So when a mother hen gathers her chicks under her wings, she's protecting them, right? Wenn also eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, dann schützt sie. So the United States, right, when it's set up as a lamb, the Lord sets up this country as a place for God's people to find religious freedom. This is why it's marking this little time of peace, right? Die USA ist ja, als sie aufkamen und der Herr dann dieses Land gegeben hat, war ja dazu da, um die religiöse Freiheit sozusagen zu geben. Und das war dann deswegen eine kleine Zeit des Friedens. Now, biblically speaking, it doesn't mean that this country is a godly country, but it just means that, and the reason why I say that is because it's a beast. What is a beast? Also das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass das Land an sich selbst gottselig ist. Was ich damit meine ist, das Land ist ja auch als ein Tier dargestellt. Und was ist ein Tier oder ein Bestie? It's a persecuting power, right? Das ist eine verfolgende Macht. So it's just telling you that this is, when it comes here, this is the next persecuting power. But at this point in time, the Lord is holding back it from manifesting itself, right? Deswegen, was letztendlich sagt, ist, wenn dieses Tier hier aufkommt, ist es die nächste verfolgende Macht. Nur zu diesem Zeitpunkt hält der Herr das noch zurück, dass diese Macht, diese Verfolgungstaten noch nicht manifestieren kann. So, and he's holding it back from doing this so God's people can have a time period to take the gospel forward, right? Und er hält letztendlich die USA hier zurück, schon zu Verfolgen der Zeit, damit Gottes Volk jetzt eine Zeit bekommt, das Evangelium vorwärts zu bringen. Okay, so go to verse 5. Gehen wir zu Daniel 7, Vers 5. It says, "And behold, another beast, a second like to a bear, and it raised itself up on one side, and it had 3 ribs in the mouth of it, between the teeth of it. And they said thus unto it, Arise, devour much flesh." So you can see that this is we understand that these 3 ribs coming out of the mouth is this spiritualism. It's this 3 frogs that you see in Revelation 16. Und wir wissen, dass diese 3 Rippen, die im Maul des Bären sind, ist letztendlich diese 3 Geister, die aus dem Maul hervorkommen. Das ist der Spiritismus. So when this kingdom arises, right here, this man's heart's given to it, and when it's got this man's heart, immediately it begins to persecute, because out of its mouth is coming spiritualistic things, and it's also persecuting. Also sobald jetzt hier das menschliche Herz der Macht gegeben wird, fängt es an zu verfolgen und aus dem Maul kommen dann diese spiritistischen Lehren hervor. Does everybody know what I mean, what's coming out of its mouth? Because this is something we've done before. Kann jeder nachvollziehen, warum ich sage, was hier aus dem Maul hervorgeht mit dem Spiritismus, denn das haben wir uns ja öfters schon angeschaut.
Right, these three frogs is the dragon, the beast, and the false prophet. These three different religions that are combined together. 3 Rippen sind ja auch diese 3 Frösche aus Offenbarung 16. Das ist ja dann das Tier, der Drache, der falsche Prophet. Das sind diese dreifache Union, die sich dann verbindet hier. Okay, so it says, now it's important here because verse 6, it says, after this I beheld, and lo, another like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. The beast also had 4 heads, and dominion was given to it. Right, so we'll come back to that point in a Wir minute. werden auf diesen Punkt gleich noch zu sprechen kommen in Vers 6. So what we have here is we have the first 3 beasts, right? Was wir haben, ist, wir haben die ersten 3 Tiere hier. So you have this lion, Wir haben den Löwen, then it's followed by the bear, gefolgt vom Bären. and it leads you to this leopard. And I want to put the leopard goes up to the end here, right? Und dann gefolgt vom Leoparden, und Leopard bringt dich hier bis zum Ende, bis zur Mitte. Because when you come to verse 7, Denn wenn wir zu Vers 7 kommen, there's like a break. It says, and after this I saw in the night visions, and behold, a 4th beast. das ist wie eine Art Unterbrechung, und dann sagt er, nachdem sah ich in dieser Nachtvision ein 4. Tier. Now, what you'll see in a moment, after this judgment that we looked at yesterday, the rest of the chapter is all about this 4th beast. Und wir werden gleich sehen, dass nach diesem Gericht, was wir uns auch gestern schon angefangen haben anzuschauen, das gesamte Kapitel von Daniel 7 spricht dann letztendlich über dieses 4. Tier. But just let's read on. It says, after this I saw in the night vision, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible, strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Where are we putting this? Vers 7 haben wir gelesen. Wo setzen wir das hin? Okay, so there's a second Sunday law on that line. Also Okay, but I'm just. das ist eine Parallele zum zweiten so, dass wir deswegen in dieser Linie wäre es dann der Mitternachtsruf. Sorry? No, I know that. But so it's not at the second Sunday law. What I'm asking is that you're correct in what you said. That's what I'm asking you. Zweite, But we're not in the top line. That's what. Okay, I get that. I'm just asking you. You said the second Sunday law. I'm just asking you. You're saying it's not the second Sunday law now. So I understand exactly what you mean. I've just explained what I mean on that line. It's at the midnight cry, which would be if it was on that line, the second Sunday law. Okay, doesn't matter. I'll just explain it, right? So. ich werde das jetzt einfach erklären. Ich habe nicht verstanden, was Gott sagen wollte. Okay, so it says, after this I saw in the night vision, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible, strong exceedingly. It had great iron teeth, devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. It was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. So, what's the point that I'm trying to make here? Also das ist der Punkt, den ich hier machen möchte. It's 10 horns. Right, so it's got 10 horns, so 10 Hörner. we're not dealing with this line, right? Wir müssen verstehen, wir handeln ja jetzt nicht hier diese Linie ab, sondern wir schauen uns diese Linie We're an. dealing with this line, right? So, if it's a parallel line, which point are we looking at to parallel? Wenn es eine parallele Linie wäre, welcher Punkt wäre dann parallel zwischen diesen beiden Linien? Right, where the point here where the 10 kings, which would be the midnight cry, right? Der Punkt hier mit den 10 Königen, Mitternachtsruf. Okay, so this is the 4th, and the 4th kingdom is this. It says that it's a terrible, strong, and a great iron teeth, but we know that this is the dragon, right? Also das ist das 4. Reich und wir wissen, dass das hier der Drache ist. So the dragon was pagan Rome, right? Der Drache war das heidnische Rom. So this dragon has 10 horns, right? Und dieser Drache hat 10 Hörner. So the 10 horns, right? What are they doing? It says Was tun diese 10 Hörner? Was sagt das hier?
It had great iron teeth, it devoured and brake in pieces and stamped a residue with the feet of it. It was diverse from all the beasts that were before it. It had 10 horns. So what's it doing in this illustration in verse 7? Was tut es hier in Vers 7. Right, so what's it doing then? Because Es wird verzehrt und zertritt. when you go back to verse 5, Wenn du zurückgehst zu Vers 5. and behold, another beast, a second like unto a bear, it raised itself up on one side, it had 3 ribs in the mouth of it, between the teeth of it. They said thus unto it, Arise, devour much flesh. What was it doing? Was hat hier dieses Tier gemacht? It was devouring, right? But what was it doing then? Hat What auch does that mean? verzehrt. It's persecuting, Was right? bedeutet das? Es hat verfolgt. And the persecution comes to an end here, right? Die Verfolgung findet ja hier ein Ende. Because you have this little time of peace, right? Denn hier haben wir die kleine Zeit des Friedens. And then all of a sudden, because when you go to verse 7, it says, after this, right? Wir kommen jetzt zu Vers 7, nachdem das hier passiert ist. After this, I saw in the night vision, and behold, a 4th beast, which has 10 horns. Da sah ich dieses 4. Tier, was diese 10 Hörner hat. So, what's between this and this? Also was ist zwischen dem und dem? Okay, think historically. Sorry? Denkt historisch gesehen. So, did this beast not exist in this time period? Hat dieses Königreich in dieser Zeit hier nicht existiert? Okay, yes. The point is I'm trying to make is that all these kingdoms followed one another, but it says after this is showing you that this beast rises up peaceably. That's what pagan Rome did, right? Also letztendlich all diese Königreiche sind nacheinander aufgekommen, aber dann steht nach diesem Tier hier kommt dieses nächste auf und es kommt friedlich auf. Das ist ja, was das heidnische Rom gemacht hat. Okay. In verse 6 it says also after this, so I don't really get the point you're making right now. Also in Vers 6 sagt es auch nachdem, oder nach Ah, diesem. okay. Ich verstehe nicht genau den Punkt, den du machen willst. Verse 7. Okay. No, yes, you maybe right in that. Okay, maybe I'm because you're saying I'm putting the emphasis on after this. Yes. Right? Also ich kann da nicht verstehen, was du meinst. Ich setze hier die Betonung auf dieses nach diesem. Und das findet man auch schon Vers 6 beim 3. Tier. Okay, but no. Dare I throw this in? Okay, but let's deal with this point that Christian's making, right? Okay, lass uns den Punkt anschauen, den Christian gemacht hat. The bear. What kingdom is it? Der Bär, welches Königreich war das? Oder ist das? Right. So Medo-Persien? do I show that? Do I able to do that? Doesn't matter. Doesn't matter. You're probably right. I will look at this and I'll come back to this point. But it's written there for a reason, right? And I was maybe missing that other point. Okay, also ich werde dann auf diesen Punkt nochmal später zu sprechen kommen. Ich werde mir das nochmal anschauen und ich denke, das ist da schon für den Grund geschrieben, aber vielleicht habe ich diesen anderen Punkt übersehen. Maybe we'll be able to see this better when we go to Daniel 8. But Vielleicht werden wir es besser sehen, wenn wir Daniel 8 noch nonetheless, the point is historically, when you get to the end of the Greek king, Rome begins itself, right? Aber nichtsdestotrotz, historisch gesehen, nach dem Ende des griechischen Reichs kommt der Rom auf. But how does Rome begin? It begins like a little lamb, right? It has this. Wie kommt Rom auf? Wie so ein kleines Lamm. Erstmal steigt friedlich auf. But when you read verse 7, it says, After this I saw in the night vision, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly, it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces. So that's marking the point where it's now persecuting. Also das markiert aber jetzt den Punkt dann, wo es anfängt zu verfolgen, wenn da steht, es zertritt und verschlingt und so weiter. And it specifically says it has 10 horns, so it's paralleling
this point right here. Und es sagt ganz besonders, dass es 10 Hörner hat, das ist also eine Parallele hierzu. Everybody follow that? Können jeder soweit folgen? Okay. So, then we came to verse 9, and we spoke about this yesterday. So it takes you all the way up to verse 9 where the judgment sits, right? Und dann bringt dich das zu Vers 9, das bringt dich dann dort zu dem Punkt, wo das Gericht sich setzt. Right? Tree falls right here. Der Baum fällt dann genau hier. Yes? Richtig? So in this one head of gold, this one kingdom, right, Also in diesem einen Kopf aus Gold, in diesem einen Königreich, which is 1260, was eine 1260 ist, what do you have? was haben wir dort? Four The beasts. lion, the bear, the leopard, and the dragon, right? Den Löwen, den Bären, den Leoparden und den Drachen. That was Revelation 13, 1 to 4, if I remember, or 1 to Und das 3. war Offenbarung 13, Verse 1 bis 4 oder bis 3. Right? Richtig? And that's what we were trying to show yesterday. Und das, was wir versucht haben gestern zu zeigen. Okay. Right. So, go now to verse 17. Gehen wir jetzt zu Vers 17. Dann 7, Vers 17. Okay. Now, if I was to put for here, for instance, we're between just to show a parallel point. We're between 2014 to the civil Sunday law, right? Einfach nur einen parallelen Punkt zu zeigen. Wir sind zwischen 2014 und dem zivilen Sonntagsgesetz. So if we take that, Wenn wir es dann hier unten aufzeichnen würden, okay, so we're in this time period where these things that we're looking at are being prefigured to some degree, right? wir sind also in einer Zeitspanne, wo diese Dinge, die wir uns jetzt hier anschauen, in einem gewissen Maße vorausgeschattet werden. Now, what is the purpose of these visions that Daniel is seeing here? Where's it leading him to? Nun, was ist der Sinn und Zweck dieser Vision, die Daniel hier schaut? Wohin soll ihn das führen? Okay, maybe ask another question. What's the Lord trying to get him to understand? Nun lass mir eine andere Frage stellen. Was versucht der Herr dem Daniel zu vermitteln? Okay, what's the final vision? Was ist die finale Vision des Daniel? Daniel 11. Yeah. Okay. So what's he trying to get him to understand? Also Daniel Kapitel 11. Und was möchte er ihm da zu verstehen geben? Okay. Fight between the king. The war between the north and the south, Der right? Krieg zwischen Nord und Süd. Right? Richtig? No, it's real important. We have to grasp the everything in the Bible is done for a reason, right? Und das ist wichtig, dass wir das sehen, denn alles in der Bibel ist ja niedergeschrieben für einen gewissen Grund. So, how is the Lord typifying this Sunday law in this time period? Und wie schattet der Herr das Sonntagsgesetz hier in unserer Zeit jetzt von 2014 bis zum zivilen Sonntagsgesetz voraus? Well, that's got some correlation, but what I mean is through the war between the north and the south. Durch den Krieg zwischen Nord und Süd. Okay? So, this is all this here is just pieces of the puzzle for the war between the north and the south. Also alles hier in den Kapiteln davor, also Daniel 7 und so weiter, das sind alles Puzzleteile für diesen Kampf zwischen Nord und Süd, dass wir ihn besser verstehen können. So, how is the war between the north and the south playing out before our eyes? Und wie sehen wir den Kampf zwischen Nord und Süd momentan vor unseren Augen sich abspielen? This action and all the uprisings that happen. Yes, these two powers, right? The Democrats and the Republicans, Also die right? zwei Mächte, die Demokraten und die Republikaner. So in the US Civil War, we know that the Republicans were
anti-slavery, the Democrats were pro-slavery, right? US-Bürgerkrieg wissen wir, dass die Republikaner gegen die Sklaverei waren, die Demokraten für die Sklaverei. Okay, so these things are teaching us these points that we need to understand so that when we look at this political situation, we can understand from the Bible what is taking place, right? Wir müssen diese Dinge uns anschauen und die lehren uns ja etwas, was dann letztendlich hier stattfindet. Wir müssen das in der Bibel dann betrachten. Okay, so anyway, just keep those thoughts in mind. Nun haltet diese Gedanken in Erinnerung. Okay, it says, let's go to verse 17. Jetzt zu Daniel 7, Vers 17. These great beasts, which are four kings, which shall arise out of the earth. Where do they arise out of? Wo kommen sie hervor? Out of the world, right? The earth, Aus Egypt. der Erde, aus der Welt Ägypten. But the saints of the Most High shall take, what shall they take? Vers 18. Was werden sie ergreifen? Come on, I'm leaving it blank so you can get the point. What do they take? Was erhalten sie? Das Königreich. No, what does it say here? The Most High shall take the kingdom. Sie werden das Single. Königreich Singular. So what's it again confirming about these four kings? Also was bestätigt das ein weiteres Mal hier über diese 4 Könige? It's one kingdom, right? Ein Königreich. So when you take verse 17 and 18 and put them together, Also wenn du Vers 17 und 18 zusammennimmst, it takes you from the rising of the four beasts to the point where the saints take the kingdom, right? bringt sich das von dem Aufkommen der 4 Tiere bis zu dem Punkt, wo die Heiligen jetzt das Königreich einnehmen. So how many kingdoms is there in Bible prophecy in this scenario? Also in diesem Szenario, wie viele Königreiche gibt es also in der biblischen Prophetie? Ein, Okay, ein maybe it's about, Königreich. what the point I mean is 4. It doesn't go above 4. It says Right. these four beasts are 4 kings, right? Ich war meine Frage ungenau, ich meinte 4. Denn diese 4 Könige, oder diese 4 Tiere sind 4 Könige. Steht hier. The point I'm trying to make is the Lord is trying to give us the pattern showing that these 4 kingdoms is the pattern, right? There's not 5 kingdoms mentioned here, there's just 4. Er gibt uns also dieses Muster vor, dass es diese 4 Königreiche hier nur gibt, und es gibt nicht 5, sondern 4. Okay, because it says, these great beasts which are 4 kings which shall arise out of the earth, but the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever and ever. Right? So at the end of the 4th beast, Das ist Vers 18 nochmal. Am Ende des 4. Tiers they take the kingdom. nehmen sie das Königreich in Besitz. Right? Richtig? So what did we read about the 4th kingdom in verse 7? Und was haben wir über das 4. Königreich in Vers 7 gelesen? It was diverse, right? Es war verschieden von den anderen. So what does diverse mean? Das bedeutet, dass es verschieden war. It means it was different, right? So, unterschiedlich. So there's something different about this 4th kingdom in relation to the first 3, right? Also das 4. Reich hat sich in etwas unterschieden bezüglich der ersten 3. Now we know it's all one kingdom, but what it's showing us is this development of this kingdom till it gets to this point, right? Wir wissen, es ist alles letztendlich ein Königreich, aber diese 4 Tiere zeigen uns diese Entwicklung des Königreichs auf, bis es dann letztendlich zu diesem Punkt kommt, wo das 4. Tier aufkommt. Okay, now let's read about this 4th kingdom and let's see what it says about it. Und lass uns jetzt dieses 4. Königreich anschauen und lesen, was es darüber sagt. Verse 19. Vers 19. Then I would know the truth of the 4th beast, which was diverse from all the others, exceeding dreadful, whose teeth were of iron and his nails as brass, which devoured, brake in pieces, and stamped the residue with his feet, and of the 10 horns that were in his head, and of the other which came up, and before whom 3 fell, even of that horn that had eyes and a mouth and spake very great things, whose look was more stout than his fellows. So it's telling us here that in this 4th kingdom, there's this other little horn that's going to arise Vers 20. out of this 4th kingdom, right? Das sagt uns hier, dass unter diesem 4. Reich hier ein anderes kleines Horn aufkommt. Ja, aufkommt.
And who's this little horn that's going to arise out of it? Und wer ist dieses kleine Horn, was da hervorkommt? The papacy, right? Papst. So we know that this fourth kingdom, which is the dragon, this little horn, this man of sin is going to arise out of that kingdom, right? Wir wissen, dass das vierte Reich ist ja der Drache und dieser Mensch der Sünde wird aus diesem vierten Reich aufkommen. And it says that this kingdom, this is a parallel, right? The 10 horns, right? Und das ist ja eine Parallele hier, die 10 Hörner, die 10 Hörner. It says this kingdom is going to rule over all the earth, right? Dieses Königreich herrscht über die gesamte Erde. So we know that when the deadly wound is healed, that the woman, this little horn, is sitting on those 10 kings. Wir wissen, Right. dass wenn die Todeswunde geheilt wird, dann sitzt die Frau auf diesen 10 Königen. Right? Richtig? So even though that it just mentions the fourth beast, the fifth is also there. Right? Auch wenn es nur das vierte hier erwähnt, wissen wir, dass auch das fünfte Reich da ist. Right? Historically, the fifth is already there. Historisch gesehen ist das fünfte auch da. Okay. So, verse 21. Vers 21. I beheld, and the same horn made war with the saints and prevailed against them, until the Ancient of Days came. So, how long does this little horn make war? Vers Until which point? 22. Bis wann führt dieses kleine Horn Krieg? Bis zu welchem Zeitpunkt? Until the Ancient of Days came and the judgment was given to the saints. Right? Bis der Uralter in Tagen kam und das Gericht den Heiligen übergeben wurde. So, you just go back to verse Gehen wir jetzt zurück zu Vers 17. 17. It says, These great beasts which are four kings which shall arise of the earth, but the saints of the Most High shall take the kingdom, possess the kingdom forever and ever and ever. Bis Vers 18. So, when you go back to verse 21 and 22, Wenn wir zurückgehen zu Vers 21 und 22, what's the Bible trying to confirm to us? was versucht die Bibel hier für uns zu bestätigen? Two histories are parallel. Yeah, that this fourth kingdom and this papal kingdom, they're parallel. They both continue until the saints possess the kingdom, right? Das vierte Königreich und das päpstliche Reich sind letztendlich parallel am Laufen und sie beide währen an, bis die Heiligen das Reich einnehmen. Just another witness for that. Go to Ezekiel 21, Und wir haben weitere Zeugen dafür. Dann gehen wir zu Hesekiel 21. right? Because we read this already from the book of Education, and Lawrence also read it again last night. Wir haben es bereits vom Buch Erziehung gelesen und das haben wir auch gestern Abend nochmal gelesen gehabt. Hesekiel 21. Verse 20. 26. 26 im Deutschen mag es, ich weiß nicht, wie das im Deutschen ist mit der Krone. Vielleicht 29 oder was. Thus saith the Lord, it begins with. Ich bin ganz frisch schon. Which verse are we reading? Vers 32. 26. Im Deutschen ist es Vers 32. Okay. Thus saith the Oder, Lord. Entschuldigung, Vers 31. Vers 31, 32. Thus saith the Lord God, behold, remove the diadem, take off the crown. This shall not be the same. Exalt him that is low, and abase him that is high. I will overturn, and it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it him. So, Sister White says this is referring to Babylon, Medo-Persia, Ellen White sagt ja, dass sich auf Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom bezieht. Greece, and Rome, right?
So, according to this prophecy, when does Christ come? Gemäß dieser Weissagung, wann wird Christus kommen? Because he gives the crown to Babylon, he says, I will overturn, 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 until he comes whose right it is, and I will give it him. Gibt er die Krone an Babylon und er wird umstürzen, 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 bis der kommt, dem das Anrecht zusteht, die Krone zu bekommen. Okay, so in history, under which kingdom did Christ come? In der Geschichte, unter welchem Königreich kam Christus? The fourth, Im Vierten Reich. right? So I've given you 3 witnesses now that there's only 4 kingdoms, that, or should I say that these 4 kingdoms here are what's symbolized in this last kingdom, Ich right? habe jetzt 3 Zeugen gegeben, um euch zu zeigen, dass diese 4 Königreiche dieses letzte Königreich symbolisieren. And historically, the papacy, which was the 5th in Revelation 17, is part of the 4th. Und historisch gesehen, was das Papsttum, was ja in Offenbarung 17 als das 5. Reich bezeichnet wird, ist in Daniel Teil des 4. Right? Richtig? Because here, Ezekiel 21 and Revelation, sorry, Daniel 7 and verse, 17. yes, verses 9 and 10, not 9 and 10, excuse me, I'm reading the wrong one. It's 7 and 8. 17 und 18. No. Also hier einmal in Hesekiel 21 und dann in Daniel Kapitel 7, Verse Yes, that's, thank you, Miles, 21 and 22. 21 und 22, also in Daniel 7, 21 und 22, Yes. wenn man die beiden parallel nimmt. So it says, I beheld, and the same horn made war with the saints and prevailed against them until the Ancient of the Days came. So when you know that this little horn is the papacy, this prophecy here can't contradict the one in Ezekiel 21, right? Und wir wissen, dass dieses kleine Horn hier in Daniel 7 das Papsttum ist, dann kann ja diese Weissagung nicht Hesekiel 21 widersprechen. Das, Right, so Das get kleine my Horn. point. The 4th and 5th kingdoms is one kingdom, right? Den Punkt verstehen, also das 4. und das 5. Reich ist ein Königreich. All right, we all see that clearly now. Können wir das alles klar sehen? Yes? Okay. So, back to Daniel 8, right? Jetzt zurück zu, Daniel 7, sorry. zurück zu Daniel 7. So, when we get here, when we know, right, so you have Sunday law ends, United States rise, it begins like a lamb, speaks like a dragon, right? Deadly wound is healed. Sondern das Gesetz endet, die USA kommt auf, kleine Zeit des Friedens, und hier spricht das aber wie ein Drache, die Todeswunde ist geheilt. We know that because there's 10 kings, and on the 10 kings is a woman sitting, Wir right? wissen das, denn es gibt die 10 Könige und auf den 10 Königen sitzt diese Frau. So when you come to the 4th beast and it has 10 kings, who's sitting on those 10 kings? Wenn du also zum 4. Reich kommst und du hast die 10 Könige, wer sitzt auf diesen 10 Königen? The little horn, Das right? kleine Horn. Not historically, but prophetically speaking, right? Nicht historisch gesehen, aber prophetisch gesprochen. But just to confirm this point, go to Revelation 17 and verse 9, because it's not contradicting itself, right? Um das zu bestätigen, gehen wir zu Offenbarung 17, Vers 9. Das ist nämlich kein Widerspruch. It says, and here is the mind which hath wisdom, the 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth, right? So what's the woman sitting on? Worauf sitzt die Frau? Right, she's sitting on Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, right? Also 7 Berge. Babylon, Medo, Persien, Griechenland und Rom. Right, and the other kingdoms, right? Die So, weiteren Königreiche dann. so when you come here, you've got the woman sitting on the lion, the bear, the leopard, and also here, right? Also hier hinkommst, also hast du die Frau auf diesen ganzen Reichen hier sitzen. So this doctrine that's sitting
on the minds of pagan Rome is symbolizing the papacy controlling the 10 kings at the end of the world. Diese Lehre, die auf dem Kopf des heidnischen Rom sitzt, ist dann das Papsttum, was letztendlich auf den 10 Königen sitzt und sie beherrscht. Now we know this right here, this midnight cry, right, which is at the end of the time of peace, is the death decree, right? Wir wissen, dass der Mitternachtsruf hier das Ende der Zeit des Friedens darstellt und hier wird ein Todesdekret erlassen. Right? Richtig? So, time of peace, right? So you have this. What's at the end of it? Zeit des Friedens, was ist am Ende hier von? The death decree, right? Das Todesdekret. So you can see the correlation, and the Lord's trying to repeat these patterns over and over, right? Also diese Verbindung sehen, der Herr möchte diese Muster immer und immer wiederholen. Now, just go to, I'll just quickly post this quote that I wanted to look at yesterday. Ich will jetzt kurz noch das Zitat posten, das wir gestern schon angeschaut haben. I don't know that I posted it yesterday, but Aber ich weiß nicht, ob ich es schon gestern gepostet habe, aber and it's one that we're familiar with. It's from Spalding again, and it's ein Zitat, mit dem wir eigentlich vertraut sind, aus Spalding again. it's 1.5 and 2.1. I'll just post it. 1.5 und 2.1. Wird's posten. Okay, so just let's look at this quote. Das Zitat anschauen. Everybody got it? Hat jeder es zur Hand? It says, I saw the nominal church, a nominal Adventist like Judas. So straight away, it's pointing them to Judas, right? Also es verweist hier sofort auf Judas. Would betray us to the Catholics to obtain their influence to come against the truth. So the point is, prophetically on a line, where does Judas deliver you up? Also prophetisch auf unserer Linie. Wo liefert Judas dich aus? Right here, right? Im Mitternachtsruf. This is the death decree, right? Das ist das Todesdekret. The saints then will be an obscure people, little known to the Catholics, but the churches and nominal Adventists who know of our faith and customs, for they hated us on account of the Sabbath, for they could not refute it. So, when you go back to the scenario of Daniel, right, the decree comes. Wenn wir zurück von dieses Szenario von Daniel uns anschauen, das Dekret kommt, What did God's people refuse to do? was wird Gottes Volk ablehnen zu tun? Refuse to bow down, they refuse to eat from Jezebel's table. Sie werden Right? es ablehnen, niederzufallen, sie werden es ablehnen, von Isabels Tisch zu essen. And it leads up to this point where they stand before the kings, right? Das führt dich dann zu diesem Punkt, wo sie dann vor dem König stehen. And they're threatened with this fiery furnace, right? Und sie sind jetzt bedroht mit diesem feurigen Ofen. So it's the same point that they hate you there on the account of that in this time period you refuse to bow down to their Sunday law, right? Also genau dasselbe hier. Sie werden dich dann hier hassen, weil du hier es abgelehnt hast, dich vor ihrem Sonntagsgesetz zu beugen. Okay. It says, for they hated us on account of the Sabbath, for they could not refute it, will betray the saints and report them to the Catholics as those who disregard the institutions of the people. That is, they keep the Sabbath and disregard Sunday. Then the Catholics bid the Protestants go forward. Catholics bid the Protestants, right? Katholiken bitten die Protestanten oder geben ihnen Befehl. And I'm calling them Protestants because these 10 kings have one mind. Ich nenne diese 10 Könige Protestanten, weil diese 10 Könige haben ja einen Sinn. And the one mind means they have one belief. They're all in agreement on Sunday, right? Also eine Sinn ist letztendlich, sie haben einen Glauben, sie alle glauben an diesen Sonntag. And Sunday is the child of the papacy, Und der right? Sonntag ist das Kind des Papsttums. It says the Protestants have adopted this child.
Irgendwann sagt uns, dass die Protestanten dieses Kind adoptiert haben. So when all those different religions of the world all come together and they all agree to Sunday, it's the Protestants pushing the child of the papacy upon them, right? Deswegen letztendlich, wenn all diese Könige zusammenkommen und sie alle den Sonntag annehmen, dann sind sie unter der protestantischen Leitung, die ja den Sonntag vorgebracht haben. So, right, we know that right here, the deadly wound is healed, right? Wir wissen, hier im Sonntagsgesetz ist die Todeswunde geheilt, richtig? The deadly wound is healed because the 10 kings agree to give their kingdom to the papacy for 1 hour, right? Die Todeswunde ist da geheilt, weil die 10 Könige jetzt zustimmen, ihr Königreich dem Papst für 1 Stunde zu geben. So just again, it's reaffirming in it right now that all these 10 kings, they're all now complaining, and they go to the Catholics and say, this little group, they won't bow down, right? Deswegen ist bestätigt, dass jetzt die 10 Könige sich letztendlich hier beschweren. Sie sagen, diese kleine Gruppe, die will sich nicht verbeugen. Why are they running to her? Warum laufen sie zu ihr? Because she's now really the one that's ruling over them, spiritually speaking. Weil sie Right? jetzt diejenige ist, die über sie herrscht, It says, geistlich gesprochen. then the Catholics bid the Protestants go forward and issue a decree that all who will not observe the first day of the week instead of the 7th day shall be slain. And the Catholics, whose numbers are large, will stand by the Protestants. The Catholics will give their power to the image of the beast, and the Protestants will work as their mother worked. How did their mother work? Wie hat die Mutter gearbeitet? Right, for 1260, she murdered anybody that would not obey her, right? Für 1260 hat sie sozusagen alle diejenigen ermordet, die ihr nicht gehorcht haben. Okay, and that's what happened on the Sunday, right? Das ist, was im Sonntagsgesetz passiert ist. So this is the point where we have the French Revolution for 3.5 days, right, which is the 1260, right? Das ist der Punkt, wo wir diese französische Revolution haben, für diese 3,5 Tage, oder diese 1260 hier. So what it's doing is it's just taking this in this time period and laying it down and showing you how these things are repeating even on a smaller level. Just the same symbols are confirming things at a different level, right? Was es letztendlich macht, es nimmt das Sonntagsgesetz, legt es aus auf einer kleineren Ebene, und wir sehen aber auch in der kleineren Ebene, dass es diese Prinzipien bestätigt, wie in der größeren. Okay, so okay, it says, go back to Daniel 7, verse 23. Gehen wir zurück zu Daniel 7, Vers 23. It's just confirming now that this is the 4th beast, right? Daniel 7, Vers 23 bestätigt uns einfach jetzt, dass das 4. Tier ist. Thus he said, the 4th beast shall be the 4th kingdom upon the earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down and break it in pieces. And the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall arise after them, and he shall be diverse from the first, and shall subdue 3 kings. So, Bis Vers 24. tomorrow we will look at Daniel chapter 8, Morgen werden wir uns Daniel 8 anschauen. and we'll try to understand, at least to the best of my ability, what it means that it subdues 3 kings, right? Wir werden dann versuchen zu verstehen, zumindest so weit wie mir möglich ist, was es bedeutet, wenn es diese 3 Könige unterwirft. Okay, so verse 25, Vers 25. and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a times, and the dividing of time, 1260. Right? 1260. But the judgment shall sit, and they shall take away his dominion, and consume and destroy it to the end. And the kingdom and dominion and greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom. All dominions shall serve and obey him. Bis Vers 27. Okay, so
at least at this point, I mean, I still have, if I as a student of prophecy, I still have some things unanswered there in Daniel 7, but in order to understand that, we have to go other places, right? Also für mich als Student der Prophetie habe ich immer noch ein paar Stellen, die für mich noch nicht geklärt sind, aber ja, um die zu erklären, müssen wir zu anderen Schriftstellen gehen in der Bibel. Right? Richtig? So, the only point I was trying to do here is to take Daniel 7 and put specific things in place and give you the reasons why they're in place and show the correlation of these two lengths. Also Right? letztendlich alles, was ich machen wollte, ist, ich habe die bestimmten Dinge hier an einen Platz gesetzt und dann diesen Bezug hier aufgezeigt zwischen diesen beiden Dingen. Right? Richtig? So, now, my thought is that the three horns that's plucked up is speaking about these three kingdoms here. Also mein Gedanke ist, dass die 3 Hörner, die ausgerissen werden, diese 3 Königreiche sind, die hier genannt worden sind. Because prophetically, what's removed right here? Und prophetisch gesehen, was wird hier weggenommen? Okay, just yes, go to 2 Thessalonians. Als Gedanke 2. Thessaloniker 2. Yeah, we realize, right, that this is the greatest exam that we ever have to study and sit, right? Ich kann erkennen, dass das wirklich hier die größte Prüfung ist, die wir so, Klausur, die wir hier bestehen müssen. You can't just sit this exam and then think, oh well, I flunked it, I'll sit the next one. Bei dieser Klausur in dem Sinne können wir nicht sozusagen denken, okay, die habe ich jetzt nicht bestanden, ich mache einfach die nochmal, ich wiederhole die einfach nochmal. Okay, verse 3. Chapter 2 and verse 3. 2. Thessaloniker 2, Vers 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and the man of sin be revealed. Right, so in this line right here, where did we just show that the man of sin is revealed, and how is he revealed? Also in dieser unteren Linie hier, wo haben wir gerade gezeigt, wo wird der Mensch der Sünde geoffenbart und wie wird er geoffenbart werden? Night cry was in what's up the other three? Im Mitternachtsruf. Judas. Okay, it's there, but how is he revealed? Also Judas manifestiert sich im Mitternachtsruf, aber wie wird er geoffenbart? Is that when he makes the death decree, right? Wenn er das Todesdekret macht. Now, the other day I read you this point that we read this quote that says, the Protestants will learn too late the true intention, right? Jetzt haben wir das Zitat hier gelesen, die Protestanten werden zu spät begreifen die wahren Absichten von Isabel oder Herodias. When did Herod learn too late? Wann hat Herodes es zu spät begriffen? Well, okay, not, but at the point where Salome, the Protestants, comes before him and says, I want the head of John the Baptist, Ein Punkt, right? wo Salome vor ihm kommt und sagt, ich möchte den Kopf von Johannes dem Täufer haben. Okay, and she was shocked that her mother, the papacy, said, I want the head of John the Baptist, right? Sie selbst ist ja die protestantische Gemeinde und sie war erschrocken, als sie dann gehört hat, wie ihre Mutter gesagt hat, ich möchte den Kopf von Johannes dem Täufer haben. And Herod knew that John was righteous, right? Und Herodes, wusste, dass Johannes gerecht war. Prophetically speaking, how does Herod here know that John is righteous? Prophetisch gesprochen, wie wusste Herodes, dass Johannes gerecht ist? And just look at the line. How does Herod here know that John is righteous? Wie kann Herodes hier wissen, dass Johannes hier gerecht ist? Job was righteous. Come on, guys. What's happening here? Was passiert hier? Prediction. Kommst du. What happens here? Was passiert hier? The prediction comes true, right? Die Vorhersage tritt ein. This is what it said. When he's standing before the king here, I know that the holy God is in thee, right? So, mit Daniel 4, wo Nebukadnezar sagt, ich weiß, dass der Heilige Geist oder der Geist der heiligen Götter in dir ist. Herod knew that John was righteous, right? Herodes wusste, dass Johannes gerecht But ist. they're going to murder you anyway because the laws don't change, right? Sie werden dennoch umbringen, weil die Gesetze sich nicht ändern werden. Okay. It's not that they can't change them; they just won't change them. It's Nicht, shown dass sie here, sie right? nicht verändern könnten, aber sie werden sie nicht verändern.
Okay, so here, this woman gets revealed, her true character, right, gets revealed when she says, kill him, right? Hier wird der wahre Charakter der Frau offenbart, wenn sie sagt, töte ihn. So, the falling away has to take place, the man of sin has to be revealed, then the coming of Christ takes place, right? Das Wegfallen muss stattfinden, der Mensch der Sünde muss sich offenbaren. Und dann, what did he say at the end? Then the coming of Christ, Und dann findet das Kommen Christi statt. right? Richtig? Many things that we have to think about and remember and bring together, right? Viele Dinge, die wir uns erinnern müssen und die wir zusammenbringen müssen. But Miller's rule says if you want to understand a doctrine, you bring all the evidence together. When you can prove your theory without a contradiction, then you know you have the truth, right? Und Millers Regeln sagen ja, wir müssen, wenn wir ein Thema studieren wollen und verstehen wollen, müssen wir alle Dinge zusammenbringen. Und wenn du deine Theorie ohne Widerspruch formulieren kannst, dann weißt du, dass du die Wahrheit hast. So tomorrow when we go to Daniel 8, Deswegen, wenn wir morgen zu Daniel 8 kommen, right, by God's grace, it's going to make some of what's happening at the moment and also some of these things much clearer. dann wird es hoffentlich das, was momentan passiert und auch diese Dinge, die wir uns heute angeschaut haben, deutlicher machen. Do we want to come back to the four wings of the leopard? The four wings. Just remember. Now that's what I'm saying. We will talk about, because Daniel 8 is talking about Okay. these two powers, right? That's what we'll look at. Das werden wir auch uns morgen anschauen mit diesen 4 Flügeln des Leoparden und so weiter. Das ist ja Daniel 8, was auch über diese 2 Mächte spricht. Okay. Because really that war in there, what I understand is this war between the north and the south, and that's what's going on at the moment. Right? Dieser Krieg in Daniel 8 ist, wie ich verstehe, der Krieg zwischen Nord und Süd. Und das ist, was ja momentan vor unseren Augen geschieht. Okay, let's Lass uns mit Gebet abschließen. Himmlischer Vater, ich will dir danken für diesen heutigen Morgen. Our Heavenly Father, I want to thank you for this morning today. Du hilf uns auch, über diese Dinge nachzudenken And please help us to dwell upon these things. und jede Freiung und jeden Segen, den du uns in der Vergangenheit gegeben hast, in Erinnerung zu behalten. And every deliverance and every blessing that you granted us in the past, that we might keep it in remembrance, Sodass auch unser Mund übergehen kann von deiner Liebe. that our mouth can testify of your love. Und du segne und schütze uns auch in diesem heutigen Tag. And please bless and protect us this very day. In Jesu Namen. Amen. In Jesus' name, amen.